Das stille Zeichen. Also Leute, heute erzähle ich euch eine Geschichte, die euch echt umhauen wird. Stellt euch vor, ein 5-jähriges Mädchen betritt einen Gerichtssaal und was dann passiert, hat niemand kommen sehen. Der Gerichtssaal war unheimlich still, als die kleine 5-jährige Lena Müller durch die schweren Holztüren trat. Ihre winzige Hand umklammerte die Leine von Bruno, einem deutschen Schäferhund mit einer langen, gezackten Narbe an seiner Seite. Krass, oder? Jeder Blick im Raum folgte dem kleinen Mädchen, während sie sich zögernd, aber entschlossen zum Zeugenstand bewegte. Richter Klaus Hoffmann, ein erfahrener Mann mit jahrelanger Rechtserfahrung, lehnte sich leicht vor und beobachtete das Kind mit einem abwägenden Blick. Er wusste, dass das Gewicht des gesamten Falls auf ihren zerbrechlichen Schultern lastete. Lena war die einzige Zeugin eines versuchten Entführungsfalles. Ein Fall, der einen gefährlichen Mann lebenslang hinter Gitter bringen könnte. Aber hier kommt der Haken, Leute. Lena hatte seit dem Angriff kein einziges Wort mehr gesprochen. Könnt ihr euch das vorstellen? Auf der anderen Seite des Gerichtssaals saß Stefan Weber am Verteidigertisch. Sein Gesicht ruhig, sogar arrogant. Der 45-jährige Software-Ingenieur mit seinem unscheinbaren Aussehen war verhaftet worden, nachdem ein Augenzeuge ihn am Tatort von Lenas versuchter Entführung gesehen hatte. Aber seine Verteidigung war solide. Keine physischen Beweise, kein Geständnis und eine Zeugin, die nicht aussagen konnte. Doch dann, dann passierte etwas Unglaubliches. Als Lena sich auf den Zeugenstuhl setzte, trafen ihre grünen Augen die von Stefan Weber. Ihre kleinen Finger zitterten, als sie eine subtile Bewegung machten, kaum sichtbar für ungeübte Augen. Es war ein stilles Signal, eines, das sie über Wochen der Therapie gelernt hatte. Nur 2 Wesen im Raum bemerkten es: Bruno und Richter Hoffmann. Brunos Reaktion war sofort. In dem Moment, als Lenas Finger in diesem stillen Hilferuf zuckten, versteifte sich der Körper des Hundes. Seine Ohren stellten sich auf, seine Muskeln spannten sich wie eine geladene Feder an. Ein tiefes, kehliges Knurren rollte aus seiner Brust, ein Warnlaut, ein Erkennungszeichen. Die Pause des Richters dauerte. Seine goldbraunen Augen fixierten Weber, unerschütterlich und durchdringend. Die Reaktion sandte eine Welle der Unruhe durch den Gerichtssaal. Ein Murmeln breitete sich unter den Zuschauern aus, Geflüster voller Spekulationen füllte die Luft. Leute, das war nicht nur ein gut ausgebildetes Therapietier, das auf die Belastung seines Herrchens reagierte. Das hier war etwas Tieferes, etwas Ursprüngliches. Richter Hoffmanns Hand krachte hart auf den Hammer. Der scharfe Knall hallte wie Donner durch den Raum. »Dieses Gericht macht eine 15-minütige Pause«, erklärte er, seine Stimme ungewöhnlich dringlich. Die Staatsanwältin Julia Schmidt warf ihm einen fragenden Blick zu, aber er erwiderte ihn nicht. Stattdessen schaute er zu Lena, die sich an Bruno klammerte, wie an einen Rettungsanker. Etwas Bedeutsames war gerade passiert und er musste genau verstehen, was es war, bevor der Prozess weitergehen konnte. Als sich der Gerichtssaal leerte, blieb Hoffmann sitzen, sein Verstand raste. Er hatte in seinen Jahren auf der Richterbank viele Dinge gesehen, aber niemals hatte ein Therapiehund mit solch unbestreitbarer Gewissheit reagiert. Was hatte Bruno erkannt? Und noch wichtiger, was bedeutete das für den Fall? Draußen im Flur kniete Lena neben Bruno, ihre winzigen Hände griffen fest in sein Fell. Ihre Mutter Sandra Müller beugte sich neben sie und strich zärtlich über das lockige Haar des Kindes mit zitternden Fingern. »Schätzchen, geht es dir gut?« flüsterte sie. Lena antwortete nicht. Sie musste es auch nicht. Ihr Griff um Bruno verstärkte sich, ihr kleiner Körper presste sich an seine Seite. Hans Fischer, der leitende Ermittler des Falls, beobachtete aus einigen Schritten Entfernung. Ein gestandener BKA-Agent mit jahrzehntelanger Erfahrung, Fischer hatte einen Instinkt, der ihm über die Jahre gute Dienste geleistet hatte. Und gerade jetzt sagte ihm sein Bauchgefühl, dass das, was soeben in diesem Gerichtssaal geschehen war, ein Gamechanger war. Er trat näher zu Richter Hoffmann. Etwas hat diesen Hund aufgeschreckt. Ich würde mein Abzeichen darauf setzen, dass er Weber von irgendwoher erkennt. Hoffmann atmete langsam aus, seine scharfen blauen Augen verengten sich. Dann müssen wir herausfinden, woher. Währenddessen saß im privaten Raum der Verteidigung Stefan Weber seinem Anwalt Michael Krause gegenüber. In dem Moment, als sie allein waren, verwandelte sich die arrogante Zuversicht in Webers Gesicht in etwas anderes, etwas Kälteres. Seine Finger trommelten gegen den Tisch, während er den Moment in seinem Kopf noch einmal durchspielte. Das Mädchen hat nicht gesprochen, aber der Hund hat reagiert. Sie weiß es, murmelte er unter seinem Atem. Was? Weber zwang sich zu einem kleinen Lächeln.
Nichts, sagte er. Aber sein Verstand raste bereits. Dieser verdammte Hund. Er hat nicht bedacht, dass das Tier ein Problem werden könnte. Aber jetzt erkannte er, Bruno könnte der Schlüssel dafür sein, das alles zum Einsturz bringt. Die Vergangenheit kehrt zurück. Als die 15-minütige Pause zu Ende ging, richtete Richter Hoffmann seine Robe und atmete tief durch. Er glaubte nicht an Zufälle und gerade jetzt sagte ihm etwas, dass Bruno ihnen soeben den wichtigsten Hinweis des Prozesses gegeben hatte. Es war Zeit, tiefer zu graben, und zum ersten Mal seit Beginn des Falls spürte er, wie sich das Blatt wendete. Aber bevor wir weitermachen, Leute, muss ich euch erzählen, wer Lena Müller vor diesem schrecklichen Tag wirklich war. Vor der Stille, vor dem Gerichtssaal, vor dem Terror, der ihr die Stimme raubte, war Lena ein lebhaftes Plappermaul von einem Kind. Mit 5 Jahren war sie die Art von Mädchen, die einen Raum mit endlosen Geschichten füllte, ihre hellblauen Augen strahlten vor Neugier und Schabennackt. Sie liebte Märchen, Stofftiere und die Art, wie ihre Mutter Gute-Nacht-Geschichten mit verschiedenen Stimmen für jeden Charakter vorlas. Sie hatte nie Angst gekannt, bis zu jenem verhängnisvollen Nachmittag. Es war ein perfekter Frühlingstag gewesen, die Art, wo der Duft blühender Blumen durch die Luft wehte und die warme Sonne goldene Streifen über den Hinterhof malte. Sandra Müller hatte ihre Tochter vom Küchenfenster aus beobachtet. Ein Lächeln zog an ihren Mundwinkeln, während Lena sich im Garten drehte, ihr rosa Kleid wie das einer Tänzerin auffliegend. Es hätte ein gewöhnlicher Nachmittag sein sollen. Es hätte sicher sein sollen. Um 15:42 Uhr klingelte Sandras Telefon. Es war ihre Schwester, die aus einem anderen Bundesland anrief, und sie ging hinein, für das sie für ein kurzes Gespräch hielt. 4 Minuten. Das war alles, was es brauchte. Als sie zurück in den Garten kehrte, stand das Tor einen Spalt offen. Eine Welle kalten Terrors schoss durch ihre Adern. Ihr Atem stockte, als sie den Bereich absuchte, wo ihre Tochter gewesen war. Lena war noch da, aber sie war nicht allein. Ein schwarzer Transporter lief im Leerlauf nahe des Bordsteins, seine Seitentür leicht geöffnet. Ein Mann kniete neben Lena, sein Lächeln unheimlich warm. »Ich habe Welpen in meinem Auto«, sagte er, seine Stimme glatt, geübt. »Besondere. Sie brauchen ein kleines Mädchen, das sich um sie kümmert. Möchtest du sie sehen?« Sandras Welt schien sich zu verlangsamen. Ihre Instinkte schrien, bevor ihr Verstand verarbeiten konnte, was geschah. Ihre Stimme schnitt durch die Luft. »Lena!« Der Kopf des Mannes schnappte hoch, sein Lächeln verschwand, ersetzt durch etwas Scharfes und Berechnetes. In einem Augenblick griff er an Lenas Arm. Lena starrte. Sie schrie nicht, sie kämpfte nicht, sie starrte ihn nur mit weit aufgerissenen, unblinkenden Augen, als hatte eine tief verwurzelte Angst sie an Stelle gefroren. Auf der anderen Straßenseite sah Gertrud Wagner, eine pensionierte Krankenschwester, die ihren Terrier spazieren führte, alles sich abspielen. Ihre Stimme, vom Alter gezeichnet, aber stark vor Überzeugung, rief: »Hey, lass das Kind in Ruhe!« Der Mann zögerte, sein Griff lockerte sich für den Bruchteil einer Sekunde. Das war alles, was es brauchte. Lena riss ihren Arm frei und rannte zu ihrer Mutter. Sandra nahm ihre Tochter in die Arme, gerade als der Motor des Transporters aufheulte. Die Reifen kreischten gegen das Pflaster, während das Fahrzeug davonraste. Schwarze Gummistreifen auf der Straße hinter sich ließ. Sandra hielt Lena fest, ihr Herz hämmerte gegen ihre Rippen, aber Lena weinte nicht. Sie sagte kein Wort, sie vergrub nur ihr Gesicht in die Schulter ihrer Mutter und zipperte. Die Ermittlungen beginnen. Die Polizei traf innerhalb von Minuten ein. Kommissar Hans Fischer, ein erfahrener Ermittler der BKA Kindesentführungseinheit, übernahm sofort die Kontrolle über den Tatort. Sein graues Haar und die scharfen braunen Augen sprachen von Jahren, in denen er Schatten jagte und nach vermissten Kindern suchte, die oft nie gefunden wurden. Er hatte dieses Muster schon zu oft gesehen. »Er passt ins Profil«, murmelte Fischer und blätterte durch ein abgenutztes Notizbuch. 4 Kinder sind in den letzten 18 Monaten verschwunden. Alle wurden in der Nähe ihrer Häuser angesprochen, alle mit Versprechungen von Welpen gelockt. Seine Partnerin Kommissarin Lisa Weber kniete sich neben Lena, ihre Stimme sanft, aber bestimmt. »Schätzchen, erinnerst du dich, wie der Mann aussah?« Stille. Sandra strich Lenas Haar zurück, ihre Hände zitterten. »Liebling, es ist okay. Du bist sicher. Kannst du der netten Polizistin sagen, wie er aussah?« Lenas kleine Hände griffen fest in den Pullover ihrer Mutter, aber sie sprach nicht.
Sie nickte nicht, sie schüttelte den Kopf nicht. Es war, als hätte jemand einen Schalter umgelegt und ihre Stimme komplett abgeschaltet. »Sie hat seit dem Vorfall kein Wort mehr gesagt«, flüsterte Sandra. Angst schlich in ihre Stimme. Sie will einfach nicht sprechen. Kommissarin Weber tauschte einen Blick mit Fischer aus. »Selektiver Mutismus«, murmelte sie, »eine Traumareaktion.« Fischer seufzte und rieb sich die Schläfe. »Oh nee, ohne eine Aussage haben wir nicht viel. Die Beschreibung ist vage. Ein Mann, ein schwarzer Transporter. Das könnte jeder sein.« Gertrud Wagner, die Zeugin der versuchten Entführung, trat vor. »Ich habe einen Teil des Kennzeichens bekommen«, sagte sie bestimmt. »Die ersten 3 Buchstaben MTZ.« Fischers Blick schnappte zu ihr. »Das ist schon mal etwas.« Sandra hielt Lena immer noch fest und spürte eine Welle der Hilflosigkeit. Ihre Tochter, einst so voller Leben, hatte sich in sich selbst zurückgezogen, und in den Tagen, die folgten, wurde es nur noch schlimmer. Lena hörte auf zu spielen, sie hörte auf zu malen, sie weigerte sich, das Haus zu verlassen, zuckte beim Anblick vorbeifahrender Autos zusammen. Sie schlief kaum, und wenn sie doch, waren ihre Nächte voller stummer Albträume. Ihr kleiner Körper kämpfte gegen unsichtbare Bedrohungen, ihre Schreie kamen nie, nur Schnappatmung des Terrors, die ihre Eltern mitten in der Nacht weckte. Sandra und David versuchten alles: Märchenstunden, Lieblingsspeisen, ihr geliebtes Stoffhäschen. Nichts funktionierte. Das Kind, das sie kannten, glitt immer weiter weg. Eines Abends saß Sandra David am Küchentisch gegenüber, ihre Augen hohl vor Erschöpfung. Die Therapeutin empfahl ein Therapietier, sagte sie leise. David fuhr sich müde mit der Hand durch die Haare. »Denkst du wirklich, das wird helfen?« »Ich weiß es nicht«, gab Sandra zu, »aber ich bin bereit, alles zu versuchen.« Keiner von ihnen konnte ahnen, wie sehr diese Entscheidung alles verändern würde. Bruno und seine Geschichte. Denn während Lena ihre Stimme verloren hatte, gab es jemanden, der sie immer noch hören konnte. Und sein Name war Bruno. Die Luft in Dr. Maria Schneiders Tiertherapiezentrum war dick vom Geruch von Desinfektionsmittel und dem erdigen Duft von Fell. Der Raum war ruhig, bis auf das rhythmische Ticken der Uhr und gelegentliches Kratzen von Krallen auf den Fliesen. Auf einem großen, orthopädischen Bett nahe dem Fenster lag ein deutscher Schäferhund still da. Seine tiefbraunen Augen verfolgten jede Bewegung mit ruhiger Intensität. Sein Name war Bruno. Einst war er einer der besten K9-Beamten der städtischen Polizei gewesen, ein Hund, dessen Instinkte und Training Leben gerettet hatten. Aber jetzt trug er die Narben des Opfers. Eine besonders gezackte Markierung, die über seine rechte Flanke lief, eine permanente Erinnerung an die Nacht, die seine Karriere beendete. Vor 3 Jahren, während einer Razzia zur Rettung eines entführten Kindes, war Bruno ohne Zögern auf einen bewaffneten Verdächtigen gesprungen. Der Mann hatte mit einem Messer nach ihm geschlagen, das für einen Beamten bestimmt war, und tief in sein Fleisch geschnitten. Bruno hatte den Verdächtigen überwältigt, selbst als Blut sein Fell dunkelte. Aber in den Monaten danach heilte die Verletzung nie vollständig. Seine Mobilität war eingeschränkt, und die Abteilung, knapp bei Kasse, traf die schwierige Entscheidung, ihn in den Ruhestand zu versetzen. Er war auf eine Einschläferungsliste gesetzt worden, untauglich für den Dienst. Das war bevor Maria eingriff. Dr. Maria Schneider führte seit Jahren das Therapietierprogramm und spezialisierte sich auf Fälle, in denen Tiere Traumaüberlebenden helfen konnten. Als sie von Brunos Fall hörte, kämpfte sie dafür, ihn zu adoptieren, überzeugt, dass sein scharfer Verstand und seine unerschütterliche Loyalität noch immer wertvoll waren. Und jetzt war sie dabei, diesen Glauben zu testen. Sandra Müller saß nervös auf einem Stuhl, ihre Finger griffen in den Stoff ihres Rocks. Lena stand hinter ihr und spähte hinter der Schulter ihrer Mutter hervor. Das kleine Mädchen hatte sich geweigert zu sprechen, seit der Vorfall vor 2 Wochen geschehen war, und obwohl sie Therapie besucht hatte, hatte nichts ein Wort aus ihr herausgelockt. Maria kniete sich auf Lenas Höhe. »Mein Name ist Maria. Ich arbeite mit sehr besonderen Hunden, die Kindern helfen, die durch beängstigende Dinge gegangen sind.« Lena sagte nichts, ihre grünen Augen flackerten zu dem großen deutschen Schäferhund einige Meter entfernt. Bruno saß geduldig, seine Ohren nach vorne gerichtet, aber er bewegte sich nicht auf sie zu. Er beobachtete einfach, seine Gegenwart stabil und nicht bedrohlich.
»Möchtest du ihn treffen?« fragte Maria. Das kleine Mädchen antwortete nicht, aber sie rannte auch nicht weg. Das war ein Anfang. Sandra strich über ihrer Tochters Haar. »Er ist ein sehr lieber Hund, Schätzchen. Er war früher ein Polizeihund, genau wie die in deinen Bilderbüchern.« Die erste Verbindung machte Maria Bruno ein Zeichen und gab einen leisen Befehl. »Bleib!« Der deutsche Schäferhund rührte sich nicht einen Zentimeter. Maria wandte sich wieder Lena zu. »Du musst nicht näher kommen, wenn du nicht willst. Bruno wird hier warten. Aber wenn du dich bereit fühlst, kannst du deine Hand ausstrecken und er wird zu dir kommen.« Lena zögerte lange Augenblicke. Sie blieb wie eingefroren stehen. Dann, Zentimeter für Zentimeter, trat sie hinter ihrer Mutter hervor. Ihre winzige Hand hob sich, zögernd, aber entschlossen. Bruno blieb völlig still und wartete auf das finale Zeichen. Als Maria nickte, senkte er langsam den Kopf und machte einen vorsichtigen Schritt vorwärts, dann noch einen und noch einen. In dem Moment, als sein warmer Atem Lenas Handfläche berührte, veränderte sich etwas. Lenas Finger krümmten sich leicht und strichen durch das dicke Fell des Hundes. Die Verbindung war hergestellt. Sandra schnappte leise nach Luft und presste eine Hand vor den Mund. Es war das erste Mal, dass Lena nach dem Angriff nach etwas oder jemandem gegriffen hatte. Tränen stiegen ihr in die Augen, während sie flüsterte, »Oh mein Baby.« Lenas kleine Finger vergrüben sich tiefer in Brunos Fell und griffen ihn, als wäre er das einzig Feste in einer Welt, die beängstigend unsicher geworden war. Maria lächelte. »Das ist ein braves Mädchen, Lena. Bruno mag dich.« Das Kind sagte nichts, aber es ließ nicht los. Über die nächsten Wochen wurden Bruno und Lena unzertrennlich. Zu Hause würde sie stundenlang neben ihm sitzen, ihre winzigen Hände verfolgten die Narbe an seiner Seite. Wenn Albträume sie mitten in der Nacht weckten, war es Brunos gleichmäßiger Herzschlag, der sie beruhigte. Obwohl sie sich noch immer weigerte zu sprechen, begann sie wieder zu malen. Einfache Buntstiftbilder von einem Mädchen und einem Hund, die zusammen gegen schattenhafte Gestalten standen. Eines Tagmittags, während sie auf dem Boden von Marias Büro saß und Bruno dabei zusah, wie er einen einfachen Trick aufführte, passierte etwas Bemerkenswertes. »Braver Junge«, flüsterte sie. Die Worte waren so leise, dass Sandra für einen Moment dachte, sie hätte sie sich eingebildet. Aber als sie sich umdrehte, sah sie Lena Bruno anstarren, ihre Lippen leicht geöffnet in Verwunderung, als hätte sie sich selbst überrascht. Tränen füllten Sandras Augen. Es war nicht viel, aber es war ein Anfang. Maria legte eine sanfte Hand auf Sandras Arm. »Sie vertraut ihm«, murmelte sie. »Manchmal ist Vertrauen der erste Schritt, um seine Stimme wiederzufinden.« Sandra drückte ihre Hand. »Dann werden wir diesem Vertrauen folgen, wohin auch immer es führt. Und es würde sie irgendwo hinführen, wo sie niemals erwartet hätten. In einen Gerichtssaal, wo ein Monster endlich entlarvt werden würde. Aber was wir nicht wussten war, dass Bruno bereits erkannt hatte, als irgendjemand sich vorstellen konnte. Seine Polizeiausbildung hatte ihn gelehrt, Gerüche nie zu vergessen. Und der Geruch von Stefan Weber, den kannte er bereits. Der Prozess beginnt. Und jetzt sind wir wieder zurück im Gerichtssaal, Leute. Die Luft war dick vor Spannung. Die Plätze in der Galerie waren gefüllt mit Journalisten, Familien und Rechtsbeobachtern. Alle verfolgt mit Anspannung einen der aufsehenerregendsten Prozesse der letzten Zeit. Im Zentrum des Raums saß der Angeklagte Stefan Weber, neben seinem Anwalt, sein Gesichtsausdruck unlesbar. Trotz der Schwere der Anklagen gegen ihn wirkte er verstörend ruhig. Seine Finger trommelten rhythmisch gegen das polierte Holz des Verteidigertisches. Neben ihrer Mutter saß Lena Müller und umklammerte Brunos Leine fest, ihre kleinen Finger um das dicke Gewebe gewickelt, als wäre es eine Rettungsleine. Der deutsche Schäferhund saß aufmerksam neben ihr, seine Ohren nach vorne gerichtet, seine tiefbraunen Augen auf Weber gerichtet. Ab und zu zuckte seine Nase, als würde etwas Vertrautes in der Luft wittern. »Alle erheben sich«, rief die Stimme des Gerichtsvollziehers durch die Kammer, als Richter Klaus Hoffmann eintrat. Seine Robe hinter ihm wehend. Er nahm seinen Platz auf der erhöhten Bank ein, seine scharfen Augen durchsuchten den Raum, bevor sie kurz auf Lena und Bruno ruhten. Er hatte bereits eine Entscheidung getroffen, die es dem Therapiehund erlaubten, anwesend zu sein. Aber er wusste, dass diese Entscheidung alles andere als allgemein akzeptiert war. »Bevor wir mit den Eröffnungsplädoyers fortfahren«, sagte Hoffmann, seine tiefe Stimme gemessen und kontrolliert, »wird das Gericht Argumente bezüglich der Anwesenheit des Therapietieres in diesem Verfahren anhören.« Michael Krause, der Verteidiger, erhob sich geschmeidig von seinem Platz und justierte seine Krawatte. »Euer Ehren,
begann er, seinen Ton höflich, aber bestimmt: Während wir das Argument der Staatsanwaltschaft für emotionale Unterstützung verstehen, ist die Anwesenheit dieses Tieres höchst präjudizierend. Ein großer deutscher Schäferhund im Gerichtssaal könnte eine emotionale Reaktion der Geschworenen hervorrufen, die meine Mandanten unfair benachteiligen könnte. Wir beantragen, dass der Hund während der Zeugenaussagen entfernt wird. Staatsanwältin Julia Schmidt stand sofort auf. Euer Ehren, Lena Müller ist 5 Jahre alt und eine Traumaüberlebende. Sie wurde mit selektivem Mutismus als Folge ihrer Erfahrung diagnostiziert. Bruno ist nicht hier als Spektakel. Er ist hier als medizinisch notwendiges Hilfstier. Seine Anwesenheit ermöglicht es Lena, an diesem Verfahren teilzunehmen, ohne unangemessene Belastung. Richter Hoffmann lehnte sich zurück, sein Gesichtsausdruck unlesbar. Ich habe bereits die Dokumentation des Kinderpsychologen und des Tierverhaltensexperten geprüft. Der Hund bleibt. Ein Murmeln breitete sich durch den Gerichtssaal aus, einige zustimmend, andere grummelnd. Krause presste seine Lippen zusammen, unzufrieden, aber unwillig weiter zu argumentieren. Der Zeuge kehrte zu seinem Platz zurück und warf einen schnellen Blick auf Weber, der weiterhin unheimlich ausdruckslos blieb. Der Prozess begann im Ernst. Die Staatsanwaltschaft malte ein erschütterndes Bild von Webers Taten, ein Muster von Manipulation, Täuschung und räuberischem Verhalten, das sich über Jahre erstreckte. Zeugen wurden aufgerufen, einschließlich der älteren Nachbarin Gertrud Wagner, die den erschreckenden Moment schilderte, als sie Weber dabei sah, wie er Lena in seinen Transporter zu locken versuchte. Ihre Stimme zitterte, als sie beschrieb, wie er den Arm des Kindes gepackt hatte, bevor er floh, als er konfrontiert wurde. Lena sah still durch alles hindurch. Ihr kleiner Körper wirkte winzig auf dem großen Holzstuhl. Ihre Finger spannten sich gelegentlich um die Leine, aber sie ließ nie los. Wann immer die Spannung zu groß wurde, blickte sie zu Bruno hinunter, der völlig still blieb. Seine ruhige Gegenwart erdete sie. Dann war es Zeit für ihre Aussage. Eine Stille senkte sich über den Gerichtssaal, als Lena sanft zum Zeugenstand geführt wurde. Sandra Müller ging mit ihr schützender Blick verließ nie ihre Tochter. Sie half Lena auf den Sitz, bevor sie zurücktrat, obwohl jeder Muskel angespannt war vor dem Verlangen, ihre Tochter in die Arme zu schließen und sie weit weg von diesem Ort zu bringen. Staatsanwältin Schmidt näherte sich vorsichtig, ihre Haltung sanft und warm. »Hallo Lena«, sagte sie mit einem sanften Lächeln. »Ich weiß, das ist ein bisschen beängstigend, aber denk daran, du musst nichts sagen, was du nicht willst. Du kannst einfach nicken oder den Kopf schütteln, wenn dir das lieber ist. Und wenn du jemals eine Pause brauchst, kannst du uns das sagen.« Lena sah sie nicht an, ihr Blick war auf den Tisch gerichtet, ihre Atmung oberflächlich. Aber dann, als würde sie ihre Unruhe spüren, drückte Bruno seinen Körper leicht gegen ihr Bein. Sie griff nach unten und umfasste eine Handvoll seines Fells. Langsam nickte sie. »Gut«, sagte Schmidt und hielt ihre Stimme leicht. »Lena, kannst du uns sagen, wer an jenem Tag bei dir im Paten war?« Lena zögerte. Sie hob den Kopf nicht, aber nach einem langen Moment hob sie langsam ihren Arm und zeigte direkt auf Stefan Weber. Der Gesichtsausdruck des Angeklagten veränderte sich nicht, aber etwas flackerte in seinen Augen. Eine kurze, unwillkürliche Anspannung seines Kiefers. Krause stand sofort auf. Einspruch. Das Kind wurde vor dem Prozess wiederholt Bilder meines Mandanten gezeigt. Diese Identifikation ist unzuverlässig. Richter Hoffmann hob eine Hand. Einspruch abgelehnt. Die Geschworenen werden die Glaubwürdigkeit der Zeugin beurteilen. Schmidt fuhr fort. Lena, hat dieser Mann an jenem Tag etwas zu dir gesagt? Das Kind sprach nicht. Stattdessen machte sie eine kleine Bewegung mit ihrer Hand, ein subtiles Zeichen. Es war dasselbe Signal, das sie zuvor gegeben hatte, dasjenige, das Bruno verstand. Der deutsche Schäferhund reagierte sofort. Seine Ohren schnappten nach vorne, seine Muskeln spannten sich an und ein tiefes, kehliges Knurren rollte aus seiner Brust. Es war nicht aggressiv, es war eine Warnung. Die Schockwelle. Die Reaktion sandte eine Schockwelle durch den Gerichtssaal. Sogar Richter Hoffmann lehnte sich vor, seine Braue gerunzelt. Krause stand wieder auf, diesmal dringlicher. »Euer Ehren, ich protestiere. Das ist reine Theatralik.« Aber Hoffmann hörte nicht zu. Er beobachtete Bruno. Der Hund war völlig stillgegangen, sein gesamter Fokus auf Weber gerichtet, als würde er einen Geruch wahrnehmen, den nur er riechen konnte. Es war dieselbe Reaktion wie bei Lenas erstem Anblick von Weber, derselbe sofortige, instinktuelle Antwort. Ein Gedanke traf Hoffmann dann. Er wandte sich an Schmidt. »Frau Schmidt«, sagte er, seine Stimme sorgfältig abgemessen, »hatte dieses Tier vorherigen Kontakt mit dem Angeklagten?« Schmidt zögerte.
Nicht meines Wissens, Euer Herrn. Hoffmann wandte sich zum Verteidigertisch. Herr Weber, sind Sie diesem Hund schon einmal begegnet? Zum ersten Mal zeigte Weber echte Emotion. Seine Finger, die zuvor so ruhig getippt hatten, ballten sich jetzt zu Fäusten, er blieb stumm. Dann weiteten sich Schmidts Augen, als eine plötzliche Erkenntnis sie traf. Sie wandte sich an ihren Kollegen und flüsterte etwas schnell. Eine Sekunde später rannte ein Mitglied des Staatsanwaltschaftsteams aus dem Gerichtssaal. »Was geht hier vor?« verlangte Krause, seine Geduld schwindend. Schmidt stellte sich auf, ihr Gesichtsausdruck unlesbar. »Euer Ehren, ich beantrage eine kurze Pause. Es könnten neue Beweise relevant für diesen Fall aufgetaucht sein.« Richter Hoffmann studierte sie einen langen Moment, bevor er nickte. 15-minütige Pause. Als sich der Gerichtssaal leerte, füllten Geflüster die Luft. Spekulationen breiteten sich wie ein Lauffeuer aus. Hatte Bruno Stefan Weber gerade erkannt? Und wenn ja, woher? Etwas, sagte Richter Hoffmann, das die Antwort auf diese Frage alles verändern würde. Das Gewicht des Falls lastete auf dem Staatsanwaltschaftsteam, als neue Entwicklungen auftauchten. Stefan Weber war offiziell mit mehreren vermissten Fällen in Verbindung gebracht worden, doch ohne Lenas vollständige Aussage balancierte der Prozess am Rande der Ungewissheit. Was niemand erwartete, war jedoch, dass der Schlüssel zur Aufklärung des Falls nicht von dem Kind kommen würde, sondern von dem deutschen Schäferhund, der nie ihre Seite verließ. Der Morgen war kühl, als das von Staatsanwältin Schmidt geleitete Staatsanwaltschaftsteam ihren nächsten Antrag stellte, neue forensische Beweise einzuführen. Die Bodenproben, die in Stefan Webers Transporter gefunden worden, waren analysiert worden und die Ergebnisse deuteten auf einen sehr spezifischen Ort hin, eine abgelegene, unbewohnte Hütte in den nördlichen Wäldern. Kommissar Fischer, der jahrzehntelang an solchen Fällen gearbeitet hatte, wusste, was das bedeuten könnte. Euer Ehren, wandte sich Schmidt an Richter Hoffmann, wir beantragen eine 24-stündige Pause, um einem entscheidenden Hinweis nachzugehen. Wir glauben, dass diese Beweise das letzte Puzzleteil liefern könnten, das benötigt wird, um diesen Fall abzuschließen. Michael Krause, Webers Verteidiger, protestierte sofort. Euer Ehren, das ist nichts weiter als eine Verzögerungstaktik. Die schockierende Entdeckung: Mein Mandant durchlief bereits umfassende Verhöre und es existieren keine konkreten Belege, die ihn mit dieser angeblichen Waldhütte verknüpfen. Erdproben sind höchstens zirkumstanzielle Hinweise. Richter Hoffmanns durchdringender Blick verstummte Krause. Antrag bewilligt, verkündete er. Die Anklage erhält 24 Stunden. Sitzung aufgehoben. Kaum war der Richterhammer gefallen, setzte Fischer seine Spezialeinheit in Bewegung. Bruno, Lenas unermüdlicher Wächter, begleitete die Mission. Seine Reaktion auf Weber war eindeutig gewesen. Möglicherweise erspürte er Details, die menschlichen Sinnen entgingen. Die Einsatzkräfte erreichten die abgeschiedene Waldhütte am Nachmittag. Der Platz strahlte eine bedrohliche Stille aus, während die Bäume ringsum im Wind raschelten. Obwohl eine dichte Staubschicht die Terrasse überzog, verrieten undeutliche Fußabdrücke zum Seiteneingang jüngste Bewegungen. Bruno zeigte als erster Anzeichen. Beim Annähern an die Hütte richteten sich seine Ohren auf, die Nase bebte vor höchster Aufmerksamkeit. Sein Körper erstarrte, ruhte steif, Muskeln angespannt wie zum Sprung bereit. Ein dumpfes Grollen entfuhr ihm, während er rastlos am Eingang auf und ab ging. »Hier stimmt etwas nicht«, brummte Fischer. »Bruno wittert Gefahr.« Die Truppe rückte behutsam vor, Waffen gezückt. Im Inneren wirkte die Hütte karg. Ein Tisch, eine Pritsche, gestapelte Konservendosen in der Ecke. Doch Fischer entdeckte etwas Verdächtiges. Der Holzfußboden bei der hinteren Wand wies eine ungewöhnliche Fuge auf. Eine kaum sichtbare Vertiefung, die nicht hingehörte. Er pochte dagegen. Hohlklang. Unter dem Boden verbirgt sich etwas, stellte er fest. Geschickt hebelten die Beamten die Planken auf. Der Anblick darunter ließ sie erschaudern. Eine enge Wendeltreppe führte hinab in einen geheimen Keller. Die Atmosphäre wurde eisig und klamm beim Abstieg. Schwaches Licht offenbarte grauenhafte Szenen. Kinderbekleidung, altersschwache Spielzeuge, winzige Schuhe, einen ausgeblichenen pinken Schulranzen und in der entlegensten Ecke, gefesselt, doch lebendig, befand sich ein Mädchen. Emma Richter, 8 Jahre alt, galt seit einem halben Jahr als verschollen. Sein Antlitz war fahl, die Kleidung zerfetzt, doch als sie die Polizisten erblickte, benetzten Tränen der Hoffnung und Dankbarkeit ihre Wangen. »Bitte helft mir«, hauchte sie mit brüchiger Stimme. Bruno reagierte augenblicklich, zerrte an der Leine und jaulte, als spürte er das Leid des Kindes. Fischer eilte herbei, sprengte die Fesseln und umfasste Emma. »Jetzt bist du in Sicherheit«, beruhigte er sie.
Wir bringen dich nach Hause. Emma schmiegte sich an ihn, ihr erschöpfter Körper bebte. Die Fahndung hatte endlich Erfolg, doch das Grauen war noch nicht überstanden. Der finale Schlag. Im Gerichtssaal verbreitete sich die Nachricht von Emmas Befreiung rasend schnell. Die Zuschauerränge waren überfüllt, während Schmidt zum entscheidenden Angriff gegen Weber ansetzte. Der Richter gestattete die Einführung von Emmas Auffindung als Beweismittel, ergänzt durch die Erdproben, die seine Hütte mit seinem Wagen verknüpften. »Herr Weber«, wandte sich Schmidt mit scharfer Stimme an den Angeklagten, »wie erklären Sie die Anwesenheit eines entführten Kindes, eingesperrt in einem Kellerverlies, auf einem Grundstück, das direkt mit Ihnen verbunden ist?« Zum ersten Mal wirkte Stefan Weber erschüttert. Ich verstehe nicht, wovon Sie sprechen«, stammelte er. Schmidt drängte unerbittlich weiter. »Ihre DNA wurde an den Ketten gefunden, die Reifenspuren Ihres Fahrzeugs passen zu den Abdrücken vor der Hütte. Und noch wichtiger, Emma Richter lebt, was bedeutet, sie kann gegen Sie aussagen.« Das Gewicht dieser Worte senkte sich über den Gerichtssaal. Eine einzige Überlebende bedeutete eine Zeugin, die seine Verteidigung im Alleingang zerstören konnte. Webers sorgfältig aufgebaute Fassade begann zu bröckeln. Sein Anwalt flüsterte hektisch in sein Ohr, aber es war offensichtlich, dass er in die Enge getrieben war. Und dann geschah es erneut. Bruno, der zu Lenas Füßen lag, hob plötzlich den Kopf. Seine Augen engten sich auf Weber, die Nackenhaare stellten sich auf, ein tiefes Grollen vibrierte durch seine Brust. Der Raum verstummte, als der deutsche Schäferhund langsame, bewusste Schritte nach vorne machte, sein Blick fest auf den Angeklagten gerichtet. Es war ein Blick der Wiedererkennung. Weber zuckte zusammen. Jeder sah es. Der Mann, der während des gesamten Prozesses seine Arroganz aufrechterhalten hatte, schwitzte sichtbar. Seine Hände griffen den Tischrand. Er wandte sich an seinen Anwalt und murmelte etwas verzweifelt. Dann mit einer Stimme, die kaum über ein Flüstern hinausging, sagte er: »Ich möchte mein Plädoyer ändern.« Erschrockene Ausrufe brachen im Raum aus. Richter Hoffmanns Blick verdunkelte sich. »Herr Weber, erklären Sie hiermit, dass Sie sich schuldig bekennen möchten?« Der Raum hielt kollektiv dem Atem an. Weber atmete zittrig aus. »Ja.« Das abrupte Ende des Prozesses sandte Schockwellen durch die Nation. Stefan Weber wurde zu lebenslanger Haft ohne Bewährungsmöglichkeit verurteilt. Seine Verurteilung besiegelte das Schicksal eines Mannes, der jahrelang Familien terrorisiert hatte, aber die wahren Helden des Falls waren nicht nur die Anwälte oder Ermittler, es war ein 5-jähriges Mädchen, das ihren Mut gefunden hatte, und ein Hund, der niemals aufgegeben hatte. In den Tagen nach der Urteilsverkündung sprach Lena ihre ersten Worte seit Wochen. Brunos Gesicht in ihren kleinen Händen haltend, flüsterte sie: »Danke.« Ihre Eltern weinten, wissend, dass ihre Tochter endlich den Weg zurück zu ihnen fand. Und als Bruno mit dem Schwanz wedelte und sie sanft anstupste, war klar, manche Bindungen sind unverzichtbar, egal wie dunkel die Welt wird. Was wirklich geschah. Aber Leute, ihr fragt euch bestimmt, wie konnte Bruno Weber überhaupt erkennen, dass er der Täter ist? Das ist der Teil der Geschichte, den niemand kommen sah. 3 Jahre zuvor, während seiner aktiven Zeit als Polizeihund, war Bruno Teil einer speziellen Einsatztruppe gewesen. Seine Nase war darauf trainiert, Gerüche zu identifizieren und nie zu vergessen. Eine Fähigkeit, die ihn zu einem der besten Spürhunde der Stadt gemacht hatte. An einem regnerischen Novemberabend war ein Alarm eingegangen. Ein 7-jähriger Junge namens Tim Weber, ja, Webers eigener Neffe, war aus dem Garten seiner Großmutter verschwunden. Die Familie war verzweifelt, die Polizei mobilisierte alle verfügbaren Kräfte. Bruno war damals noch jung, erst 2 Jahre alt, aber bereits ein Ass im Aufspüren vermisster Personen. Sein Händler, Hauptkommissar Klaus Brenner, führte ihn zu dem Haus, wo der Junge zuletzt gesehen worden war. »Such Bruno, such Tim«, befahl Brenner. Der deutsche Schäferhund schnüfferte am Spielzeug des Kindes, prägte sich den Geruch ein und begann seine Arbeit. Die Spur führte sie durch die Straßen, über einen Parkplatz, direkt zu einem schwarzen Transporter. Was sie dort fanden, war erschütternd. Stefan Weber, damals noch nicht als Verdächtiger bekannt, stand neben dem Fahrzeug und behauptete, nach seinem vermissten Neffen zu suchen. Er spielte den besorgten Onkel perfekt. »Ich habe überall gesucht«, rief er den Beamten entgegen. »Tim ist einfach verschwunden.« Aber Bruno reagierte anders. Der Hund knurrte, seine Nackenhaare stellten sich auf. Er hatte etwas gerochen. Nicht nur den Jungen, sondern auch Angst, Terror. Etwas Falsches an diesem Mann. »Der Hund ist nervös«, bemerkte Brenner. »Was ist in dem Transporter?« Weber zögerte einen Bruchteil zu lang. »Nichts, nur Arbeitszeug. Ich bin Softwareentwickler, aber ich mache nebenbei Umzüge.« Bruno ließ sich nicht täuschen. Er zerrte an der Leine, wollte zum Fahrzeug. Als die Beamten die Türen öffneten, fanden sie Tim, bewusstlos, aber am Leben, versteckt unter einer Plane. Der Junge war betäubt worden. Stefan Weber hatte versucht, ihn zu entführen, aber Brunos Spürsinn hatte den Plan durchkreuzt. Das war der Einsatz, der Brunos Karriere beendete. Bei Webers Verhaftung hatte dieser ein Messer gezogen.
nicht um sich zu verteidigen, sondern um Bruno zu verletzen. Der Hund, der seinen Job bis zum Ende machte, war trotz seiner Verletzung bei Weber geblieben, bis Verstärkung eintraf. Weber wurde damals freigelassen. Mangel an Beweisen hieß es. Tim konnte sich an nichts erinnern. Die Betäubung hatte sein Gedächtnis gelöscht. Ohne Zeugenaussage des Kindes blieb nur Brunos Reaktion, und die galt vor Gericht nicht als Beweis. 3 Jahre später hatte Bruno den Geruch nie vergessen. Als er Stefan Weber im Gerichtssaal wiedersah, erkannte seine geschulte Nase sofort den Mann, der Tim Weber entführt hatte. Die Ironie war bitter. Weber hatte versucht, seinen eigenen Neffen zu entführen. Tim lebte jetzt bei anderen Verwandten, nachdem seine Großmutter Weber nie wieder vertrauen konnte. Die weiteren Ermittlungen. Nach Webers Geständnis öffneten sich die Schleusen. Die BKA-Ermittler durchsuchten seine Wohnung, seinen Computer, jeden Winkel seines Lebens. Was sie fanden, war noch schockierender als erwartet. Stefan Weber war kein Gelegenheitstäter. Er war ein kalkulierter Serienverwandter, der jahrelang ein Doppelleben geführt hatte. In seinem verschlüsselten Computer fanden die Experten detaillierte Pläne, Fotos von Kindern, Zeitpläne und Routen. Kommissar Fischer, der die Ermittlungen leitete, konnte kaum glauben, was er sah. Leute, das hier ist ein komplettes Jagdsystem. Weber hat mindestens 2 Dutzend Kinder beobachtet. Die Dateien auf seinem Laptop enthielten erschreckende Details, Schulzeiten, Wege nach Hause, Gewohnheiten der Eltern. Weber hatte monatelang Familien ausspioniert, bevor er zugeschlagen hatte. Besonders erschütternd war ein Ordner mit dem Namen Projekt Hoffnung. Darin befanden sich Fotos und Informationen über Lena Müller, aufgenommen über Wochen vor dem Entführungsversuch. Er hat sie systematisch verfolgt, erklärte Cyberspezialist Dr. Thomas Klein dem Team. Hier sind Fotos vom Kindergarten, vom Spielplatz, sogar von ihrem Garten. Er wusste genau, wann seine Mutter normalerweise telefonierte. Aber das war noch nicht alles. Eine weitere Datei führte die Ermittler zu anderen Verstecken. Weber hatte nicht nur die eine Waldhütte genutzt. Er besaß 3 weitere Immobilien unter falschem Namen, alle abgelegen, alle für seine kranken Zwecke ausgestattet. Die zweite Durchsuchung fand in einem alten Bauernhaus statt, 50 Kilometer außerhalb der Stadt. Bruno begleitete wieder das Team. Sobald sie das Grundstück betraten, zeigte der deutsche Schäferhund dieselbe intensive Reaktion wie bei der ersten Hütte. Im Keller des Bauernhauses machten sie eine grausige Entdeckung. Weitere persönliche Gegenstände vermisster Kinder. Kleine Rucksäcke, Spielzeug, Kleidung, Trophäen von Opfern, die nie gefunden worden waren. »Mein Gott«, flüsterte Fischer, »wie viele waren es wirklich?« Die Antwort kam von Weber selbst. Nach seinem Geständnis bot er den Behörden einen Deal an. Vollständige Zusammenarbeit im Austausch gegen lebenslange Haft statt der Todesstrafe. In stundenlangen Verhören gestand Weber die Entführung und Ermordung von insgesamt 11 Kindern über einen Zeitraum von 5 Jahren. Emma Richter war die einzige Überlebende, weil die Polizei ihn gestoppt hatte, bevor er seinen Plan vollenden konnte. »Ich wollte aufhören«, log er während der Befragung. »Aber ich konnte nicht. Es war wie eine Sucht.« Dr. Elisabeth Kramer, die Gerichtspsychiaterin, durchschaute seine Manipulation sofort. »Herr Weber, Sie zeigen keinerlei Reue. Ihre Aussagen sind kalkuliert und darauf ausgelegt, Mitleid zu erwecken. Sie sind ein Psychopath im klinischen Sinne.« Die Familien der anderen Opfer erhielten endlich Gewissheit über das Schicksal ihrer Kinder. Für manche war es ein Abschluss, für andere der Beginn eines lebenslangen Trauerprozesses. Bruno wurde nach dem Prozess zum Helden erklärt. Seine Fähigkeit, Weber zu erkennen, hatte nicht nur Lena gerettet, sondern auch Emma das Leben gerettet und einen Serienmörder gestoppt. Die Heilung beginnt. 6 Monate nach dem Prozess besuchte ich Lena und ihre Familie. Was ich dort sah, war ein kleines Wunder. Das Mädchen, das einst stumm vor Angst gewesen war, plapperte fröhlich mit ihrer Mutter, während Bruno geduldig neben ihr lag. Die Narben der Vergangenheit waren noch da, aber sie heilten. »Mama, kann Bruno heute Abend wieder in meinem Zimmer schlafen?« fragte Lena mit ihrer hellen Stimme. »Natürlich, Schätzchen. Bruno gehört jetzt für immer zu unserer Familie.« Dr. Maria Schneider, die Therapeutin, erklärte mir die Fortschritte. Lena hat selektiven Mutismus überwunden. Sie spricht jetzt nicht nur wieder, sondern hilft sogar anderen traumatisierten Kindern. Bruno und sie haben eine Therapiepartnerschaft entwickelt.
Tatsächlich besuchten Lena und Bruno jetzt regelmäßig das Kindertherapiezentrum. Andere Kinder, die ähnliche Traumata erlebt hatten, fanden in dem ungewöhnlichen Duo Hoffnung und Heilung. Bruno versteht uns, erklärte der 6-jährige Max, der vor einem Jahr entführt worden war. Er hat auch schlechte Sachen erlebt, aber er ist stark geworden. Die Kinder lernten durch Bruno, dass auch nach schrecklichen Erfahrungen ein normales Leben möglich war. Der deutsche Schäferhund, einst ein pensionierter Polizeihund mit körperlichen Einschränkungen, war zu einem Symbol der Hoffnung geworden. Emma Richter, die 8 Monate in Webers Gefangenschaft verbracht hatte, war eine der ersten, die von Lenas und Brunos Therapieprogramm profitierte. Als ich sie besuchte, war sie ein ganz anderes Kind als das verängstigte Mädchen, das aus dem Keller befreit worden war. Bruno ist wie ein Superheld, erzählte mir Emma mit leuchtenden Augen. Er hat mich gerettet, ohne dass ich es wusste, und jetzt hilft er mir, keine Angst mehr zu haben. Emmas Eltern, Claudia und Peter Richter, konnten ihr Glück kaum fassen. Wir dachten, wir würden Emma nie wiedersehen, sagte Claudia mit erstickter Stimme. Und jetzt? Schaut sie an, sie lacht wieder, sie spielt wieder. Bruno hat ihr nicht nur das Leben gerettet, sondern auch ihre Kindheit zurückgegeben. Aber die Geschichte hatte noch eine weitere überraschende Wendung. Tim Weber, der Neffe von Stefan, den vor Bruno 3 Jahre zuvor gerettet worden war, suchte den Kontakt zu dem Hund, der sein Leben verändert hatte. Der jetzt 10-jährige Junge kam mit seinen neuen Vormündern zu einem Besuch. Als er Bruno sah, fielen plötzlich alle verdrängten Erinnerungen zurück. »Du bist derjenige, der mich gerettet hat«, flüsterte Tim und kniete sich vor Bruno. »Ich erinnere mich jetzt wieder. Du warst da, als ich Angst hatte.« Dr. Schneier erklärte das Phänomen. Traumatische Erinnerungen können durch Trigger wie Gerüche oder vertraute Präsenzen zurückkehren. Bruno war Tims Beschützer und sein Unterbewusstsein hat das nie vergessen. Die Begegnung zwischen Tim, Lena, Emma und Bruno war emotional und heilsam. 3 Kinder, alle auf verschiedene Weise von demselben Monster betroffen, fanden in der Gegenwart ihres vierbeinigen Retters Frieden. »Manchmal denke ich, Bruno ist ein Engel«, sagte Sandra Müller zu mir. »Er kam genau zum richtigen Zeitpunkt in unser Leben und hat nicht nur Lena geheilt, sondern uns allen gezeigt, was wahre Stärke bedeutet.« Ein unerwarteter Besuch. Ein Jahr später geschah etwas völlig Unerwartetes. Hauptkommissar Klaus Brenner, Brunos ehemaliger Händler, stand vor der Tür der Familie Müller. Der mittlerweile pensionierte Polizist hatte graue Schläfen bekommen, aber seine Augen leuchteten, als er Bruno wieder sah. »Mein alter Partner«, sagte Brenner mit rauer Stimme, »ich habe gehört, was du getan hast. Du warst schon immer der Beste.« Bruno erkannte ihn sofort. Seine Rute wedelte so heftig, dass sein ganzer Körper zitterte. Aber er verließ nicht Lenas Seite. Seine neue Mission war wichtiger geworden als seine alte. Brenner erklärte der Familie den Grund seines Besuchs. Die Polizeiführung möchte Bruno offiziell ehren. Er soll die höchste Auszeichnung erhalten, die ein Diensthund bekommen kann: die Goldene Pfote für außergewöhnlichen Mut. Die Zeremonie fand 3 Wochen später statt. Der Polizeipräsident höchstpersönlich überreichte Bruno die Medaille, während Hunderte von Zuschauern applaudierten. »Bruno verkörpert alles, was einen wahren Helden ausmacht«, sagte Polizeipräsident Dr. Werner Hoffmann. Trotz einer Verletzung, trotz seiner Pensionierung, hat er nie aufgehört zu beschützen. Er ist ein Vorbild für uns alle. Aber für Bruno war die wichtigste Anerkennung die kleine Hand, die seine Medaille berührte. Emma strahlte vor Stolz. »Das ist mein Bruno, der beste Hund der ganzen Welt.« Die Geschichte machte internationale Schlagzeilen. Journalisten aus aller Welt wollten über den Superspürhund berichten, der einen Serienmörder gestoppt hatte. Doch die Familie Müller blieb bescheiden. Sie nutzten die Aufmerksamkeit, um auf das Problem der Kindentführung aufmerksam zu machen und Spenden für Therapieprogramme zu sammeln. Bruno hat uns gelehrt, dass jeder, egal wie verletzt oder vergessen, noch Großes bewirken kann, erklärte David Müller in einem Interview. Er war aussortiert, galt als nutzlos, aber er rettete nicht nur unsere Tochter, sondern viele andere Kinder. Dr. Maria Schneider gründete daraufhin die Bruno-Stiftung, ein Programm, das pensionierte Polizei- und Militärhunde zu Therapietieren ausbildet. Es gibt Hunderte von Hunden wie Bruno.
Tiere, die nach ihrer Dienstzeit weggeworfen werden, obwohl sie noch so viel zu geben haben. Wir geben ihnen eine zweite Chance, Helden zu sein. Das Programm wurde ein riesiger Erfolg. Innerhalb eines Jahres wurden 50 ehemalige Diensthunde als Therapietiere vermittelt. Jeder von ihnen half traumatisierten Kindern beim Heilungsprozess. Aber die schönste Anerkennung kam von einem unerwarteten Ort. Emma Richter, jetzt 9 Jahre alt, hatte zum Schulwettbewerb Mein größter Held teilgenommen. Sie gewann den ersten Preis mit ihrem Aufsatz über Bruno. Mein Held hat 4 Beine und eine Narbe. Er kann nicht sprechen, aber er versteht alles. Er rettete mich, als ich dachte, niemand würde mich jemals finden. Bruno zeigte mir, dass auch gebrochene Dinge wieder ganz werden können. Er ist mein Superheld ohne Umhang. Als Emma ihren Preis entgegennahm, war Bruno natürlich an ihrer Seite. Die Fotografen hielten den Moment fest, ein kleines Mädchen, das ihren 4-beinigen Helden umarmt, beide strahlend vor Glück. Diese Aufnahme wurde zum Symbol der Hoffnung und hing bald in Therapiezentren auf der ganzen Welt. Stefan Webers letztes Geständnis. 2 Jahre nach seiner Verurteilung zu lebenslanger Haft erreichte die Staatsanwaltschaft ein Brief aus dem Hochsicherheitsgefängnis München. Stefan Weber wollte noch einmal aussagen. Kommissar Fischer, mittlerweile befördert und Leiter der Abteilung für Schwerstverbrechen, fuhr persönlich zum Gefängnis. Was Weber ihm erzählte, ließ selbst den erfahrenen Ermittler erschaudern. Es begann schon als Kind, gestand Weber mit monotoner Stimme. Mein Vater, er hat Dinge mit mir gemacht. Niemand hat mir geholfen, niemand hat mich beschützt. Fischer unterbrach ihn. Das rechtfertigt nicht, was Sie getan haben. Weber nickte. Das weiß ich, aber ich will, dass Sie verstehen, der Zyklus hätte nie aufhören sollen. Wenn damals jemand eingegriffen hätte. Er pausierte und sah Fischer direkt an. Dieser verdammte Hund, Bruno, er hat mich 2-mal gestoppt. Beim ersten Mal, bei Tim, dachte ich, es wäre Zufall, aber im Gerichtssaal, er hat mich erkannt. Nach 3 Jahren erkannte er meinen Geruch. Warum erzählen Sie mir das? Weber lächelte bitter, weil ich verstanden habe, dass manche Wesen, sogar Tiere, mehr Menschlichkeit besitzen als ich. Bruno hat getan, was ich nie konnte. Er beschützte Unschuldige, ohne etwas dafür zu verlangen. Weber übergab Fischer einen handgeschriebenen Brief. Das ist für die Familien. Ich weiß, es ändert nichts, aber vielleicht hilft es ihnen zu verstehen, dass ihre Kinder nicht umsonst gelitten haben. Durch ihre Tragödie wurde ein Monster gestoppt. In dem Brief standen die Standorte von 3 weiteren Gräbern. Weber hatte noch mehr Opfer, als die Polizei gedacht hatte. Fischer verließ das Gefängnis mit gemischten Gefühlen. Einerseits Abscheu vor dem Mann, andererseits die Gewissheit, dass weitere Familien endlich Antworten bekommen würden. Die Nachricht von Webers zusätzlichen Geständnissen erreichte auch die Familie Müller. Lena, jetzt 7 Jahre alt und eine aufgeweckte Schülerin, fragte ihre Mutter: »Mama, warum hat der böse Mann das gemacht?« Sandra dachte lange nach, bevor sie antwortete: »Manchmal, Schätzchen, sind Menschen so kaputt in ihrem Herzen, dass sie anderen wehtun. Aber weißt du was? Für jeden bösen Menschen gibt es 100 gute. Und Bruno hat uns gezeigt, dass auch verletzte Seelen noch Liebe geben können.« Lena nickte weise. Bruno ist nicht kaputt, er ist der Stärkste von allen. Dr. Schneider nutzte Webers Geständnis für ihre Forschung über die Auswirkungen von Kindesmissbrauch. Ihre Studie »Vom Opfer zum Täter, ein durchbrechbarer Zyklus« wurde zu einem Standardwerk in der Kriminalpsychologie. Weber hätte Hilfe bekommen können, aber er wählte den Weg der Rache statt der Heilung. Bruno, ebenfalls traumatisiert, wählte den Weg des Schutzes. Das zeigt uns, Trauma definiert uns nicht, unsere Entscheidungen tun es. Bruno selbst schien von all dem nichts zu wissen. Er lag wie jeden Abend neben Lenas Bett, wachte über ihren Schlaf und träumte vielleicht von sonnigen Tagen im Park, wo Kinder sicher spielen konnten. In seinem Traum war er vielleicht wieder jung,
rannte über grüne Wiesen, ohne Narben, ohne Schmerz, aber auch in der Realität war er genau da, wo er hingehörte, als Beschützer, als Freund, als stiller Held einer kleinen Familie, die ihm vertraute. Brunos Vermächtnis. 5 Jahre nach dem Prozess war Bruno 12 Jahre alt geworden, ein ehrwürdiges Alter für einen deutschen Schäferhund. Seine Bewegungen waren langsamer geworden, die Narbe an seiner Seite schmerzte an kalten Tagen, aber sein Geist war noch immer der eines Beschützers. Lena, jetzt 10 Jahre alt, bemerkte die Veränderungen als Erste. »Mama«, sagte sie eines Morgens, »Bruno wird müde. Müssen wir uns Sorgen machen?« Der Tierarzt Dr. Hartmann war ehrlich zu der Familie. Bruno hat Arthritis in den Gelenken, wo seine alte Verletzung war. Es ist nicht schmerzhaft, aber er wird ruhiger werden müssen. Aber Bruno dachte gar nicht daran, in Rente zu gehen. Als die Bruno-Stiftung eine neue Klasse von Therapiehunde-Anwärtern trainierte, war er der geduldige Lehrmeister. Die jungen Hunde, Rex, ein ehemaliger Militärhund, Bella, eine pensionierte Drogenhündin und Ace, ein Rettungshund, lernten von Bruno, wie man traumatisierten Kindern hilft. »Schaut, wie Bruno das macht«, erklärte Dr. Schneider den Trainern. »Er geht nie direkt auf die Kinder zu. Er wartet, bis sie bereit sind. Er spürt ihre Angst und reagiert entsprechend.« Es war, als würde Bruno sein Wissen an die nächste Generation weitergeben. Die jungen Hunde beobachteten jeden seiner Bewegungen, kopierten seine ruhige Art und lernten, wann sie näher kommen und wann sie Abstand halten sollten. Eines Tages kam ein besonders schwieriger Fall in die Klinik. Marie, 6 Jahre alt, war Zeugin häuslicher Gewalt geworden und sprach seit Monaten nicht mehr. Ihre Mutter war verzweifelt. Alle Therapieversuche waren verklagen. Die anderen Hunde machten Marie noch ängstlicher. Dann brachte Dr. Schneider Bruno. Der alte Hund ging zu Marie und tat etwas, was er noch nie zuvor getan hatte. Er legte sich einfach hin und drehte seinen Bauch zu ihr. Es war ein Zeichen absoluten Vertrauens, die verletzlichste Position für einen Hund. Marie starrte ihn an. Langsam streckte sie ihre Hand aus und berührte seine Narbe. »Tut das weh?« flüsterte sie. Ihre ersten Worte seit Monaten. Bruno legte nur seinen Kopf auf ihre kleinen Beine und seufzte zufrieden. »Wie macht er das?« fragte Maries Mutter unter Tränen. Dr. Schneider schmächelte. »Bruno versteht Schmerz. Er zeigt den Kindern, dass man trotz Verletzungen vertrauen kann. Seine Narbe ist nicht mehr ein Zeichen der Schwäche, sie ist ein Symbol der Überlebenskraft.« Die Nachricht von Brunos besonderer Gabe verbreitete sich. Bald kamen Familien aus ganz Europa, um den Wunderhund zu besuchen. Jedes Kind, das Bruno traf, wurde Teil seiner erweiterten Familie. Emma Richter, mittlerweile 13 Jahre alt, besuchte Bruno regelmäßig und half bei der Ausbildung neuer Therapieteams. Bruno hat mir beigebracht, dass Narben Geschichten erzählen, und manchmal sind das die schönsten Geschichten von allen. Tim Weber, jetzt 15 Jahre alt, schrieb seine Abschlussarbeit über die Bedeutung von Therapietieren bei der Traumabehandlung. Sie widmete er Bruno, dem Hund, der mir zeigte, dass auch aus den dunkelsten Momenten Licht entstehen kann. Lena war besonders froh, wenn Menschen von überall herkamen, um ihren Bruno zu treffen. »Er gehört mir«, sagte sie oft, »aber er gehört auch allen Kindern, die Hilfe brauchen.« Und Bruno, er nahm alles mit der Gelassenheit eines wahren Weisen hin. Jeden Abend schlief er noch immer neben Lenas Bett, bewachte ihre Träume und träumte vielleicht von all den Kindern, denen er geholfen hatte, ihre Stimme wiederzufinden. Der Abschied naht. An einem herbstlichen Morgen, 7 Jahre nach jenem schicksalhaften Tag im Gerichtssaal, wachte Bruno nicht wie gewohnt auf. Lena, mittlerweile 12 Jahre alt, fand ihn friedlich in seinem Körbchen liegend, seine Atmung schwach, aber regelmäßig. »Mama, mit Bruno stimmt etwas nicht«, rief sie besorgt. Dr. Hartmann kam sofort, sein Untersuchen bestätigte, was die Familie bereits befürchtet hatte. Brunos Herz war schwach geworden. »Es ist sein Alter«, erklärte er sanft. »Sein Körper ist müde, er hat so viel durchgemacht, so viel geleistet. Jetzt braucht er Ruhe.« Die Nachricht verbreitete sich schnell. Innerhalb von Stunden versammelten sich Menschen vor dem Haus der Familie Müller. Nicht nur Nachbarn, sondern auch die Familien aller Kinder, denen Bruno geholfen hatte. Emma Richter, nun 17 Jahre alt und Studentin der Psychologie, war eine der ersten, die kam.
»Ich muss ihm danken«, sagte sie mit erstickter Stimme. »Er hat mein Leben gerettet und ich habe es ihm nie richtig gesagt.« Tim Weber, mittlerweile ein junger Mann von 19 Jahren, reiste extra nach München an. »Bruno hat mich von meinem eigenen Onkel gerettet«, erzählte er Reportern. »Ohne ihn wäre ich vielleicht nicht hier.« Dr. Schneider richtete ein improvisiertes Besuchszentrum in ihrem Therapiezentrum ein, damit alle Kinder, die Bruno kannten, Abschied nehmen konnten. Der alte Hund lag auf seinem Lieblingskissen, umgeben von Hunderten von Briefen, Zeichnungen und Blumen. »Lieber Bruno«, las ein Lena einen Brief vor, »du hast mir gezeigt, dass ich mutig sein kann. Danke, dass du immer da warst. Deine kleine Freundin Sarah.« Ein anderer Brief kam von Marie, dem Mädchen, das durch Bruno wieder sprechen gelernt hatte. »Du bist der beste Lehrer der Welt. Du hast mir beigebracht, dass man Schmerzen bedeuten, dass man stark war.« Kommissar Fischer, inzwischen pensioniert, besuchte Bruno mit seiner alten Polizeieinheit. »Dieser Hund hat mehr Verbrecher gefasst als manche Beamten in ihrer ganzen Laufbahn«, sagte er respektvoll. Hauptkommissar Brenner, Brunos ehemaliger Partner, verbrachte eine ganze Stunde schweigend neben ihm. »Du warst der beste Partner, den ich je hatte«, flüsterte er. »Ruh dich aus, alter Freund.« Die Bruno-Stiftung erhielt Tausende von Spenden. Menschen aus aller Welt wollten sicherstellen, dass Brunos Werk weitergehen würde. Sein Vermächtnis soll weiterleben, erklärte Dr. Schneider. Jeder gespendete Euro wird für die Ausbildung neuer Therapiehunde verwendet. Bruno lag da und nahm all die Liebe entgegen, die ihm entgegengebracht wurde. Seine Augen waren müde, aber sie leuchteten immer noch, wenn ein Kind zu ihm kam. Lena blieb die ganze Zeit bei ihm. »Bruno«, flüsterte sie, »du musst nicht kämpfen. Du hast schon genug getan. Du warst der beste Freund, den sich ein Mädchen wünschen kann.« Am 3. Tag öffnete Bruno langsam die Augen und sah Lena an. Es war, als würde er sich verabschieden. Dann schloss er sie wieder und seufzte tief. Ein friedlicher, zufriedener Seufzer. Der stille Held geht. Am 4. Tag, als die ersten Sonnenstrahlen durch das Fenster fielen, schlief Bruno friedlich ein. Lena hielt seine Pfote, während ihre Tränen auf sein graues Fell tropften. »Er ist nicht gestorben«, flüsterte sie. »Er ist nur nach Hause gegangen.« Die Nachricht von Brunos Tod verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Innerhalb von Stunden wurden Flaggen auf Halbmast gesetzt. Die Polizei München kündigte eine offizielle Gedenkfeier an. Tausende Menschen versammelten sich vor dem Therapiezentrum. Kinder legten Spielzeug nieder, Erwachsene brachten Blumen, Polizisten standen schweigend Spalier. Es war, als würde eine ganze Stadt um ihren Helden trauern. Der Bürgermeister verkündete, Bruno war mehr als ein Hund. Er war ein Symbol für Mut, Loyalität und die unerschütterliche Kraft der Liebe. Die Gedenkfeier fand eine Woche später statt. Die Kirche war überfüllt. Menschen, die Bruno nie persönlich getroffen hatten, waren gekommen, weil sie ihre Geschichte berührt hatte. Lena hielt die Hauptrede. Mit 12 Jahren stand sie vor Hunderten von Menschen und sprach über ihren besten Freund. Bruno hat mir beigebracht, dass Helden nicht perfekt sein müssen. Er hatte eine große Narbe und konnte nicht mehr so schnell laufen wie früher. Aber er hatte das größte Herz der Welt. Er zeigte mir, dass man auch nach schlimmen Sachen wieder glücklich werden kann. Emma Richter sprach als nächstes. Bruno rettete nicht nur mein Leben, er gab mir meine Zukunft zurück. Heute studiere ich Psychologie, weil ich anderen helfen will, so wie Bruno mir geholfen hat. Tim Weber, der extra aus München angereist war, sagte, Bruno bewies, dass Vergebung möglich ist. Obwohl mein Onkel ihm wehgetan hatte, hielt Bruno nie Groll. Er beschützte weiterhin Kinder, egal wer sie waren. Dr. Schneider verkündete die Gründung des Bruno-Denkmals. Eine Statue des deutschen Schäferhundes würde vor dem Therapiezentrum aufgestellt werden. Jedes Kind, das hierher kommt, soll wissen, du bist nicht allein. Bruno wacht über dich. Die Statue wurde 3 Monate später enthüllt. Sie zeigt Bruno in seiner charakteristischen Pose, liegend, den Kopf aufmerksam erhoben, bereit zu helfen, aber nicht bedrängend. Auf der Bronzeplakette stand Bruno, ein Held mit 4 Pfoten. Er lehrte uns, dass auch gebrochene Dinge heilen können und dass Liebe stärker ist als Angst. Am 1. Jahrestag seines Todes pilgerten über 10.000 Menschen zu seinem Denkmal. Kinder hinterließen Briefe, Blumen und Spielzeug. Erwachsene dankten still für das, was Bruno ihrer Familie gegeben hatte. Lena,
nun 13 Jahre alt, besuchte die Statue jeden Tag auf dem Weg zur Schule. »Guten Morgen, Bruno«, sagte sie immer. »Ich vermisse dich, aber ich weiß, du passt auf uns auf.« Die Bruno-Stiftung hatte mittlerweile über 200 ehemalige Diensthühner als Therapietiere vermittelt. Jeder neue Hund wurde vor Brunos Statue gesegnet, als würde der alte Meister seinen Segen geben. Dr. Schneider schrieb ein Buch über Bruno, der Hund, der Kindern ihre Stimme zurückgab. Es wurde ein internationaler Bestseller und half das Bewusstsein für tiergestützte Therapie weltweit zu schärfen. Das ewige Vermächtnis. 10 Jahre nach Brunos Tod stand ich wieder vor seinem Denkmal. Lena, mittlerweile 22 Jahre alt und selbst Therapiehundetrainerin geworden, begleitete mich mit ihrem eigenen deutschen Schäferhund namens Hope. »Weißt du«, sagte sie und streichelte die Bronzestatue, »manchmal denke ich, Bruno ist immer noch hier. Jedes Mal, wenn ein traumatisiertes Kind zum ersten Mal wieder lächelt, jedes Mal, wenn ein neuer Therapiehund einem Menschen hilft, das ist Bruno.« Die Bruno-Stiftung hatte eine globale Bewegung ausgelöst. In 23 Ländern gab es mittlerweile Bruno-Therapiezentren. Über 3000 ehemalige Dienst- und Rettungshunde hatten eine zweite Chance als Heiler bekommen. Emma Richter, nun Doktor der Psychologie, leitete das Münchener Zentrum. Bruno lehrte uns, dass Heilung nicht bedeutet, Narben zu verstecken. Es bedeutet, sie in Stärke zu verwandeln. Stefan Weber war vor 5 Jahren im Gefängnis gestorben, einsam und vergessen. Aber die Kinder, die er verletzen wollte, lebten und blühten auf. Das war Brunos wahres Vermächtnis. Tim Weber hatte geheiratet und war Vater geworden. Seine 3-jährige Tochter Sophie besuchte regelmäßig Brunos Denkmal. »Papa, erzählst du mir von dem Superhund?«, fragte sie immer. Und Tim erzählte. Von Mut, von Treue, von einem Hund, der bewies, dass Liebe stärker ist als Hass. Die Polizei München hatte einen speziellen Bruno Award für Hunde im Dienst eingeführt. Jedes Jahr wurde ein Tier geehrt, das Brunos Geist verkörperte. Dr. Schneider, nun 78 Jahre alt, arbeitete noch immer. »Bruno hat mich gelehrt, dass Rente nicht für Helden gemacht ist«, scherzte sie. »Solange es verletzte Seelen gibt, gibt es Arbeit zu tun.« An diesem besonderen Tag kamen 3 besondere Besucher zu Brunos Denkmal. Rex, Bella und Ace. Die Hunde, die von Bruno gelernt hatten, waren nun selbst alte Veteranen. Sie legten sich ehrfürchtig vor die Statue, als würden sie ihren Meister grüßen. Ein neuer Welpe namens Bruno II., ein deutscher Schäferhund-Mix aus dem Tierheim, begann gerade seine Ausbildung. Er trug denselben Namen, aber seine eigene Mission. »Jede Generation braucht ihren Bruno«, sagte Lena und beobachtete, wie der junge Hund vorsichtig die Bronzepfote berührte. Und der Zyklus geht weiter. Als die Sonne unterging, versammelten sich wie jeden Abend Familien am Denkmal. Kinder lasen Geschichten vor, Eltern teilten ihre Dankbarkeit mit und neue Besucher hörten zum ersten Mal die Legende von Bruno. »War er wirklich so besonders?«, fragte ein kleiner Junge seine Mutter. Die Frau lächelte und zeigte auf all die Menschen um sie herum, auf Lena, die anderen Kinder spielte, auf Emma, die mit Eltern sprach, auf die Therapiehunde, die geduldig Streicheleinheiten empfingen. »Schau dich um, mein Schatz«, sagte sie, »all das hier existiert, weil ein Hund mit einer Narbe beschloss, trotz seines Schmerzes zu lieben. Das macht ihn zum größten Helden von allen.« Und so endet unsere Geschichte, Leute. Nicht mit einem Ende, sondern mit einem Neuanfang, denn wahre Helden sterben nie. Sie leben weiter in den Herzen derer, die sie berührt haben und in den Taten derer, die von ihrem Beispiel inspiriert wurden. Bruno war mehr als nur ein Hund. Er war ein Beweis dafür, dass aus den dunkelsten Momenten das hellste Licht entstehen kann. Seine Narbe wurde zu einem Symbol der Hoffnung, sein stilles Knurren zu einem Schlachtruf für alle, die Unschuldige beschützen. Und irgendwo, da bin ich mir sicher, wacht Bruno noch immer über uns alle.